Das Hobby zum Beruf machen, das wünscht sich sicher jeder Motorradfahrer. In der kommenden Folge des Metzeler Table Talk erzählt uns Rennfahrer Christoph 50 Höfer, wie er sich diesen Traum erfüllt hat und wie überrascht er darüber ist, welches Potenzial in modernen Straßenreiten steckt. Hallo, mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Metzeler Table Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der nicht nur weiß, wie man ordentlich am Kabel zieht, sondern dessen, Motorrad-Lebensgeschichte sehr, sehr erfolgreich verlaufen ist in den letzten Jahren und vor allen Dingen einen sehr, sehr beeindruckenden Einstieg und Anfang genommen hat. Und ich begrüße ganz herzlich Christoph 50 Höfer. Grüß dich, Michael. Hi. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist. Sehr und gerne. Wir heute so ein bisschen über dein Motorradleben uns unterhalten können. Deine Erfahrungen so mit den verschiedenen Motorrädern und natürlich auch Reifen. Das ist für uns ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du bist ja bekannt wie ein bunter Hund in der Rennsportszene und vor allen Dingen natürlich unter deinem Spitznamen 50. Genau. So habe ich dich quasi auch kennengelernt, aber ich muss gestehen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo das ursprünglich herkam, weil du ja eigentlich die Startnummer 73 immer hast. Wie kam das denn zustande? Du, das ist eigentlich recht unspektakulär, aber doch lustig gleichermaßen. Ich war 10, 11 Jahre alt so und wir saßen zu Hause bei uns im Garten. Mein Stiefvater hat damals mit seinen Freunden eine Gartenparty mit Grillen und Bierchen trinken und so weiter. Und die haben Schlagermusik gehört, Helene Fischer, Kastelruther Spatzen und was weiß ich alles. Also so ein typisches Gartenlaubenfest zu Hause. Und ich war ein kleiner Stöpsel und da kam gerade dieses allererste Lied von 50 Cent raus. Okay. Und da bin ich als kleiner Stöpsel in den Garten gegangen und die haben dann Andrea Berg und Helene Fischer gehört und ich sag, Jungs, so als kleiner Bub, was läuft denn hier eigentlich für Musik? Ja? Was ist denn das? Mach doch mal lieber der 50 Cent an. und alle drehen sich zu mir um und sagen, was soll man anmachen? Und ich dann so, ja, der 50 Cent. und dann macht der eine die Musik aus, der Christian, und sagt so, oh, der 50 oder was? Und da sage ich, genau der. Und das ist halt, so hat das dann an Fahrt aufgenommen. Dann ging es den ganzen Abend so, hey 50, was geht? Und hier und 50 und bla und blub. Und ich fand das dann lustig und irgendwann habe ich es mir Jahre später auf meine allererste Motorradkombi schreiben lassen, weil bei mir in der Heimat Freunde, Familie mich alle nur noch so 50 genannt haben. Gell? Und wo ich dann meine erste Kombi hatte und stand 50 drauf, ist dieser Spitzname dann so geboren und hat sich dann von allein, sag ich mal so, weiterentwickelt. Also hat tatsächlich überhaupt gar nichts mit Rennsport in erster Linie zu tun gehabt und auch wirklich sehr, sehr früh, ich sag mal als Kind tatsächlich schon damit verheiratet gewesen. Ich war 10 oder 11 und sogar meine Mutter nennt mich heute 50 Line oder 50 Lines oder wie auch immer. Ja? Also Christoph nennt mich die wenigsten. Ja. Wie macht's deine Oma? Deine Oma Hilde ist ja auch eine ganz, ganz wichtige... Die Oma Helmi. Ja. Helmi. Ja. Ist Hilde ja auch ist leider im August gestorben. Das war die Oma väterlicherseits und die Oma, die du meinst, das ist meine Racing-Oma, das ist die Oma Helmi. Und bei der war auch 50 der Name, mit dem sie dich gerufen hat? Oder? Ja, nee, die nennt mich tatsächlich immer Christoph, beziehungsweise hat mir seit meiner Kindheit andere Kosenamen gegeben, wo wir jetzt nicht drauf eingehen. Mit meiner Oma habe ich ein sehr, sehr inniges, spezielles Verhältnis. Die Oma ist mein Star, sage ich immer, die begleitet das ganze Rennsportprojekt ja schon von Anfang an und steht schon immer dahinter, hat in der Startaufstellung hält sie einen Schirm und also die brennt. Damit sind wir schon eigentlich am richtigen Punkt angekommen. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, deine Rennsport-Vita liest sich ja wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Ich muss das jetzt tatsächlich hier auch ablesen. 2013 Vizemeister Deutscher Langstreckencup, 2014 Meistertitel im German Endurance Cup und Dritter im DLC bei den Supersportlern. 2015 das erste eigene Team im R6 Cup, 2016 Siebter im R6 Cup und bester deutscher Starter damals gewesen. Genau, mit Podest, das war mir ganz wichtig, mit einem Podestplatz. Und die ganze Saison noch gekrönt mit dem Meistertitel Supersport DLC auch wieder. Richtig. Dann 2017 Meister GSXR Cup. GSXR 1000 muss man dazu sagen. Ja. 2018 dann IDM bei Alpha Franzon Racing, also quasi eigentlich
einem der IDM-Teams überhaupt. Genau. Und 2019 dann Boxer Cup gefahren und dort auch spektakulär den Titel eingefahren. Ja. Also man kann ja sagen, die letzten 10 Jahre mehr oder minder vom Erfolg verwöhnt. Da steckt natürlich viel harte Arbeit drin. Und was halt diejenigen, die jetzt nur die Erfolge sehen, vermutlich gar nicht wissen, ist, dass der Anfang bei dir ja ganz, ganz anders geartet war und eigentlich die beeindruckende Geschichte im Beginn deiner Rennsportkarriere liegt. Wie war das denn damals? Was war denn da das Besondere? Ja, das war tatsächlich so. Ich war 17 und bei uns im Ort, der Bernd Ruber, ein ganz enger Freund, ist Yamaha R6 Cup gefahren und hat mich damals nach Hockenheim zum IDM-Finale eingeladen als Zuschauer. Und dann saß ich mit meinen Freunden oben auf der Tribüne, Sachskurve, und dann siehst dann, wie 39, 40 R6en querbremsen, wild alle miteinander, gegeneinander in die Kurve einbiegen. Und das Ganze hat mich damals, dieser Yamaha R6 Cup, so fasziniert und begeistert, dass ich zu meinen Jungs auf der Tribüne gesagt habe, der Bernd ist da auch mitgefahren, da ich gesagt habe, Jungs, und genau da willst du irgendwann mal fahren, genau da möchtest du irgendwann mal auf dem Podest stehen. Problem war damals nur, ich hatte mit 17 150 Kilo auf den Rippen und war stark übergewichtig. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen und ich war so motiviert und dann hat sich im Kopf tatsächlich ein Schalter umgelegt, dass ich gesagt habe, jetzt änderst du dein Leben, änderst deinen Alltag, habe angefangen Sport zu machen, angefangen abzunehmen und immer mit dem Gedanke, du möchtest im R6 Cup fahren und mal aufs Podest und du möchtest Rennfahrer werden. Und so fing dieser Grundgedanke an. Wo du dann natürlich heimkommst und sagst, Mama, ich will jetzt Rennfahrer werden, und die guckt dich an und ja, Jung, ich halte normal immer zu dir und stehe auch immer hinter dir, aber wär doch lieber Astronaut, das ist realistischer. Ja? Und das ging mir aber nicht mehr aus dem Kopf raus, und so hat sich dann über die Jahre hat sich da so eine Motivation, so eine Disziplin und alles entwickelt und immer wirklich mit diesem Ziel, mit dem Fokus, du willst Rennfahrer werden, du willst im Yamaha R6 Cup auf dem Podest stehen. Das war so immer der Traum, das Ziel, was mich nicht mehr losgelassen hat. Und dafür habe ich dann alles gemacht. Jetzt hast du ja gerade erwähnt, als du da auf dem Podest, nicht auf dem Podest, sondern in dem Moment noch auf der Tribüne saßt, warst du ja noch 17. Genau. Das heißt, der Traum war schon verankert, bevor du eigentlich tatsächlich das erste Mal überhaupt, ich sag mal, ein richtiges Motorrad gefahren bist. Ne? Dann kam ja der Motorradführerschein höchstwahrscheinlich. Wie war denn dein erster Ausflug auf die Rennstrecke? Weißt du noch, was das für ein Motorrad? Bestimmt weißt du natürlich noch, was das für ein Motorrad war. Und war das noch ein Straßenmotorrad damals? Das weiß ich noch. Also ich meine, bei uns, wir sind auch schon als kleine Kiddies auf der Wiese mit Honda Monkeys rumgefahren. Dann wurde ich als kleiner Junge bei meinem Vater auf dem Motorrad mit hinten als Sozius mitgenommen. Dann mit 15 kam die Rollerzeit, wo man dann mit getunten Rollern vor der Polizei abhaut. Mit 16 kam die 125er, wo ich dann Kilometer gespult habe ohne Ende. Also die Affinität zum Rennsport, zum Motorradfahren oder zum Motorradfahren als solches war schon immer da. Und Rennsport hat mich immer schon interessiert. Ich war von klein auf wahrscheinlich wie jeder oder wie fast jeder ein riesen Michael Schumacher-Fan. Ja. Und dann sind wir mit unserem Ritchie beim heimischen Renntraining, also ein heimischer Motorradhändler, mit dem sind wir das erste Renntraining in Most gefahren. Und ich hatte damals schon meine CBR 600, das war noch ein Straßenmotorrad, und mit der bin ich mein allererstes Renntraining gefahren. Also tatsächlich so, ich sag mal, ein ganz klassischer Einstieg, noch mit dem Straßenmotorrad zugelassen. Ganz genau, ja, das war Spiegel zugelassen abgeklebt. mit Straßenreifen drauf, Spiegel abgeklebt, Nummernschild abgebaut und los ging es dann mit Instruktor. Und ich hatte damals meine 150 Kilo, hatte mir bei SOS Motorradbekleidung, das werde ich nie vergessen, habe ich mir ein Lederkombi bauen lassen, anpassen lassen, weil da gab es ja nichts von der Stange. Ja. Und bin dann da mein erstes Renntraining gefahren. Und dann kam dieses, ist das geil. Und dann kam noch on top im September dann das IDM-Finale, wo der Bernd uns eingeladen hat, wo ich den R6 Cup das erste Mal live fahren sehen habe. Und dann war das so, boff, da musst du hin, da willst du mitfahren. Und
Das war im Jahr 2007. 2007. Und dann ging das so in den Folgejahren so, dann bin ich mit Instruktor-Renntrainings, also instruktorgeführte Renntrainings gefahren, die einem dann wirklich erstmals Fahren beibringen, was ist Blickführung, was ist Bremsen, was ist Gas geben, Streckenbreite nutzen, die Basics der Rennstrecke. Und dann wurde das Jahr zu Jahr immer mehr Renntrainings, auch irgendwann mal da so ein Just-for-Fun-Rennen, und dann habe ich mich über die Jahre durch die verschiedenen Amateur-Rennklassen hochgekämpft, habe parallel dazu mir Sponsoren aufgebaut, bin dann halt wirklich bei uns im Dorf rumgelaufen, ob das beim Bäcker, beim Metzger oder beim Elektroinstallateur vor Ort war, und habe halt gesagt, ich möchte Rennen fahren und habe da Lust, mich ein bisschen zu unterstützen. Und dann gibt der Metzger dir Fleisch mit, dann bekommst du vom Rewe-Markt Getränke, dann kommt der erste Sponsor, der sagt, hier hast du 500 €, wo du denkst, boah, geil. Und das hat sich über die Jahre Step by Step immer so weiterentwickelt, bis ich dann tatsächlich 8 Jahre später, das war der 1. Mai 2016, im Yamaha R6 Cup mein erstes Podest eingefahren habe. Und das war für mich halt unfassbar. 39 Fahrer aus 7 oder 8 verschiedenen Nationen. Und da bin ich dann aufs Podest gefahren. Und das war für mich mein größter Traumwunsch, wofür ich alles gemacht habe, der dann in Erfüllung gegangen ist. Ja. Also wirklich total faszinierend, über so lange Zeit wirklich dran zu bleiben. Und ne, du hast es ja vorhin schon erwähnt, für den normalen Hobby-Rennsportler, der sich vielleicht das Ziel gesetzt hat, okay, ich möchte jetzt das professioneller angehen und möchte vielleicht auch eine Rennserie fahren. Da steht natürlich immer an erster Stelle das Material und die Finanzierung der ganzen Geschichte, die Sponsorensuche. Definitiv. Ja. Das war bei dir natürlich auch, du hast es ja gerade beschrieben, aber auf der anderen Seite noch die große Herausforderung, die dich über die Jahre mit Sicherheit ja auch mit begleitet hat, ist einfach körperlich quasi überhaupt dahin zu kommen, dass du da konkurrenzfähig halt auch mitfahren kannst. Ne? Das ist so. Da, vor allem, es müssen ja mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Ja? Das kostet sehr viel Geld. Du musst das Finanzielle hinbekommen, du musst das Zeitliche hinbekommen, das Körperliche hinbekommen, du musst im Training sein, und dann stößt du natürlich am Anfang auch auf viel Widerstand, wo erstmal auch Familie und Freunde sagen, boah, was hat er denn jetzt vor, was ist denn los? Und die haben dann aber auch gesehen, wie ich dafür brenne, was ich dafür alles mache, und ich habe trotzdem meine Ausbildung durchgezogen, meinen Beruf erlernt, bin ganz normal, habe mein Fachabitur noch hinterhergezogen, bin ins Berufsleben ganz normal eingestiegen, ja, wie jeder andere auch, und habe mir nebenbei dann den Rennsport aufgebaut und da auch ganz groß finanziell von Anfang an meine Oma Helmi mit dabei, die gesagt hat, Mensch Jung, ich sehe, du tust was und machst, finde ich super, ich unterstütze das dann, ja, die dann auch diesen Yamaha R6 Cup Traum mitgelebt hat. Die ganze Familie, ganz klar, Freunde auch, aber die Oma auch noch finanziellerseits, ja, weil du steckst eigenes Geld rein, Sponsorgeld rein, aber das langt dann am Anfang immer noch nicht. Und so ging das dann über die Jahre weiter, bis so dieser Traum erfüllt wurde, und dann denkst du dir, geil, alles super, und dann hat das erst dann noch richtig an Fahrt aufgenommen, dann nachher mit Testfahrer für BMW, mit Langstreckenweltmeisterschaft, Suzuki Cup gewonnen, BMW Cup gewonnen, und auf einmal fährst du in der Langstrecken-WM in 24-Stunden-Rennen, und deine Freunde und Familie sitzen zu Hause und schauen im Eurosport dir beim Rennenfahren zu, wo jeder am Anfang gesagt hat, Jahre zuvor, was hat er denn jetzt vor? Und auf einmal sitzen sie vorm Fernseher und schauen dem Bub beim Fahren zu. Ja? Und wir wohnen sehr dörflich, da kennt so jeder jeden. Das war dann eine tolle Sache, wo dann die ganze Heimat auch hinter dir steht und sagt, Mensch, geil, hast dich toll entwickelt. Du hast es gerade schon angedeutet, das Thema Fernsehen spielt natürlich eine Rolle. Du warst selber da präsent, und all das, was du über die letzten Jahre an Erfahrung gesammelt hast, gibst du ja tatsächlich auch weiter. Ja. Du bist unter anderem für Lukas Tulovic Riding Coach. Genau. Du hast mir auch erzählt, du hast halt auch Ernährungs- und Trainingspläne für ja, Einsteiger und Motorsport-Interessierte geschrieben und hast jetzt quasi auch die Pitbike-Schule, um das, was du, ich sag mal, an Basics weitergeben kannst, in ein eigenes Konzept gegossen. Genau. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung raus, ist denn so die wichtigste Säule tatsächlich, wenn ich jetzt als Motorsportler oder als Motorsportambitionen habe für den Einstieg? Also ist es eher die Technik, also Material? Ist es eher die körperliche Verfassung, oder ist es tatsächlich Fahrtechnik? Wo würdest du sagen, solltest du, wenn du einsteigen möchtest, direkt ansetzen? Und
deinen Fokus drauf legen? Das ist eine gute Frage, weil das ist am Ende des Tages ein Zusammenspiel aus allem. Am Ende des Tages musst du körperlich fit sein, du musst beweglich sein, du musst vom Kopf her fit sein, du musst koordinativ sehr fit sein und mental stark sein. Ja? Die Fahrtechnik muss sich natürlich anfangen weiterzuentwickeln bzw. auszubilden. Ja. Finanziell spielt auch klar beim Motorsport eine Rolle. Es ist so eine Mischung aus Körper, Geist, Seele, Kopf, Kondition, Kraft, Ausdauer, Umfeld. Das spielt alles eine Rolle rein. Aber ich habe die F73 Academy, meine Pitbike-Schule, wo ich Leute ausbilde, wir sind ein Team mit mehreren, wo wir Fahrer ausbilden, Rennfahrer betreuen, auch viel Nachwuchsförderung betreiben und aber auch Breitensportler und Einsteiger an die Hand nehmen. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist die Leidenschaft und dieses am Ball bleiben. Dieses, am Anfang Kupplung, Bremse, Gas, was ist das? Ja? Und dann erst mal reinzukommen und wirklich am Ball zu bleiben, diese Kontinuität, irgendwas durchzuziehen und voranzutreiben, das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Weil ich kann einmal, egal auf welche Sportart runtergebrochen, aber die Konstanz und auch an Tagen, wo es mal schlecht läuft, an Tagen, wo man Rückschläge hat, Verletzungen hat oder dieses konstante am Ball bleiben, immer positiv nach vorne schauen und weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, beim Rennsport gepaart mit Leidenschaft der Schlüssel zum Erfolg. Okay, also auf jeden Fall die wichtigste Message, die ich jetzt so rauslesen habe, und du stehst ja quasi stellvertretend dafür, ist einfach dranbleiben, die Ziele konsequent verfolgen, sich nicht abbringen lassen und absolut Schritt für Schritt sich tatsächlich in allen Bereichen daran arbeiten. Ja, das ist so. Und egal in welchem Alter. Ich habe mein jüngster Sprössling ist 9 Jahre alt. Also nicht dein Sohn, sondern... Nein, ich habe keine Kinder. Mein jüngster Sprössling in der Academy, in unserer Pitbike-Schule, in unserer Academy, der ist 9 Jahre alt und fährt schon Rennen einige Jahre. Der steckt voller Energie und Leidenschaft und der ist ganz, ganz wissbegierig und saugt alles auf wie ein Schwamm. Ja? Und jetzt habe ich einen neuen Schüler bekommen, den ich ganz, ganz intensiv betreue, wo wir auch zu Hause bei mir wirklich Fahrtechnik-Seminare machen, Sport- und Ernährungspläne und ein ganz gezieltes Training für ihn abgestimmt aufstellen, und der ist über 50. Und deswegen sage ich, es ist immer eine Frage der Einstellung, Leidenschaft, was bin ich bereit dafür zu geben, Konstanz, das Alter spielt oftmals keine Rolle. Klar, wenn du ein Profi-Rennfahrer werden willst, ist es natürlich, je früher du anfängst, desto besser. Aber ich wollte sagen, nichts ist unmöglich und man kann in den meisten Bereichen des Lebens viel mehr erreichen, als man tatsächlich denkt. Und auch der Schüler, der jetzt über 50 ist, der macht Fortschritte, der ist motiviert, der ist begeistert, da ist das Kind im Manne draußen und das ist geil. Und das ist geil. Weil people are people, egal wie alt. Wenn du für was brennst, brennst du für was. Und solange wie du das machen kannst, mach's. Und das ist die Message, die ich gern immer rausgebe. Jetzt hast du ja gerade den 50-jährigen Einsteiger, sage ich jetzt mal, oder Racing-Enthusiasten, Motorsport-Einsteiger schon erwähnt. Das Einstiegsalter für das Thema Rennstrecke ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt die direkt mit dem 18. Geburtstag einsteigen. Das Umfeld oder die Art und Weise, wie angefangen wird, das hatten wir ja vorhin schon, ist ja sehr, sehr ähnlich. In der Regel geht es los mit dem ersten Straßenmotorrad, dann eben auch mit Straßenreifen. Man versucht sich da. Du hast hier deine S1000 Doppel-M mitgebracht im Wunderlicht-Design, die Straßen zugelassen ist, keine Spiegel jetzt aber dran, Kennzeichenhalter ist weg und hat aber Straßenreifen drauf. Und da hat sich ja tatsächlich, in dem Fall ist es unser M9 RR, hat sich ja in den letzten Jahren extrem viel getan. Ja. Die Reifen können enorm viel Leistung ab. Ne? Die Superbikes haben heute alle um die 200 PS bzw. 200 PS plus und stecken das sehr, sehr gut weg und erlauben eben eigentlich auch schon erste Ausflüge auf die Rennstrecke. Jetzt bist du dieses Jahr bei einem tatsächlich Wunderlich-Event dabei gewesen, auf der Nordschleife und den M9R auf verschiedenen Motorrädern gefahren, also von der BMW XR als, sagen wir mal, die war auf allen Wunderlich-Motorrädern war der M9 drauf.
Auch eine geile Erfahrung gewesen. Bin letztes Jahr für Wunderlich, bin ich ja den Boxer Cup gefahren und auch die Langstrecke. Die Langstrecke haben wir auch gewonnen, letztes Jahr sind wir Meister geworden, auch auf dem Metzeler-Reifen. Und jetzt beim Nordschleifen-Event hat mich der Frankie Hoffmann, der Geschäftsführer von Wunderlich, angerufen, sagt 50, los geht's, Nordschleife ballern. Ist ja für mich auch mal was ganz Besonderes. Die Grüne Hölle, eine der traditionsreichsten oder berühmt-berüchtigsten Strecken dieser Welt. Ja. Und Attacke, los geht's. Ja. Und da hatten wir auf allen Motorrädern den M9 drauf. Und Reifen ist bei mir auch so eine Sache. Ich bin es nur gewohnt mit Reifenwärmern und alles aufs Zehntelchen Luftdruck und Reifenwärmer ab und los geht's. Und da standen halt einfach die Motorräder in der Reihe auf Straßenreifen und der Frankie sagt, Attacke. Ja, das war eine ungewohnte Situation dann in dem Moment. Ja, genau. Und wie hat sich das dann tatsächlich für dich angefühlt? Also du bist dann rausgefahren, logischerweise Reifen nicht vorgewärmt. Ich sag mal, die Grüne Hölle ist eine berühmt-berüchtigte Rennstrecke, genau. aber eigentlich auch, ich sag mal, ein bisschen wie eine öffentliche Straße. Es ist so, geht vielleicht fast so in Richtung Road Racing, will ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich denke mal, bei der Veranstaltung wurde er wahrscheinlich auch ordentlich angegast. Wie hat sich dann der Reifen unterwegs dann für dich angefühlt? Es war krass, es war ehrlich gesagt krass und ich konnte es mir am Anfang gar nicht, ich habe es im Kopf gar nicht auf die Kette bekommen, weil die Motorräder standen, wie gesagt, in der Reihe und es ging dann los und der Basti Klettke und die Jule Hemmer von Schwabenleder dabei und alle heiß und let's go und ich habe halt im Kopf immer dieses, wie ich eben schon angefangen habe, wie ich erzählen wollte, im Kopf immer dieses, okay, Reifenwärmer waren eine Stunde drauf und jetzt kannst du gleich Gas geben. Da waren aber keine Reifenwärmer drauf, die Reifen stehen da einfach nur auf der Straße und sind kalt. Und ich dachte mir, gut, musste erst mal warm fahren, Gas, Bremse und will so ein bisschen Schlangenlinien fahren und die anderen werden am Horizont immer kleiner. Ich denke mir, was stimmt denn mit euch nicht? Gell? Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Der hat gefühlt 0,0 Warmlaufphase. Also du biegst ins erste Eck ab und hast Grip. Und das ist sowas, weil ich lang keinen Straßenreifen mehr gefahren bin, wo ich dachte, wie geht das? Also sehr faszinierend. Jetzt hast du ja angedeutet, dass du den auf allen Motorrädern gefahren bist, also von der Doppel-R bis hin zur R9T Racer. War der Reifen ja überall drauf. Hast du wie soll ich sagen, wie so einen Gesamteindruck in Bezug auf die Fahreigenschaften auf den verschiedenen Motorrädern? Wie ist das so vom Feedback und vom Gefühl her gewesen? Ich bin an dem Tag die R, also die Naked-Variante, die bin ich fast ausschließlich gefahren und bin dann noch einen Tourer gefahren. Der Frankie Hoffmann war dann vor mir, da haben wir dann richtig geile Runden gedreht mit der Doppel-R und die Jule dann mit der R9T Racer, also die verschiedensten Modelle und ich fand das krass, was der Reifen auch beim Bremsen in Schräglage rein, beim Beschleunigen auf die ganze Strecke, was da für eine Performance dahinter steckt. Das fand ich positiv erschreckend, weil ich kenne Straßenreifen, aber ich bin, wie gesagt, schon lange keinen mehr gefahren und dann Nordschleife und dann, ich will nicht stürzen, ja, viel Respekt vor der Strecke und es war geil. Es war einfach so, der Reifen kann viel mehr, als ich mir tatsächlich von einem Straßenreifen vorstellen konnte. Gerade am Ende, wo der Frankie dann mit der Doppel-R vorweg ist und ich mit der Naked R hinterher und wir haben richtig, richtig gezogen und du denkst dir, das hält. Das hält und es ist ein ganz, ganz feinfühliger Reifen. Also toll, echt sehr, sehr positiv. Wie war es grundsätzlich von den Rahmenbedingungen? Also Nürburgring, Eifel ist ja immer wettertechnisch so ein bisschen tricky. Ja. Ihr wart im Sommer unterwegs, also ich denke mal Nebel und Feuchtigkeit wird jetzt nicht so ein rieses... Doch, es war morgens, ich war einen Tag da, es war zwar trocken, aber es war morgens etwas neblig. Wir mussten, glaube ich, sogar eine Ecke warten, bis wir losfahren konnten. Okay. Und ich weiß gar nicht mehr, es hat auf jeden Fall, wo wir losgefahren sind, die ersten paar Runden war es noch so mit leichten, feuchten Stellen. Ah, tatsächlich doch? Ja, mit leichten, feuchten Stellen. Ob es die Nacht geregnet hat oder so oder mal am Abend oder in der Nacht früh morgens, keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder ob es vom Nebel kommt. Ja. Aber es ging morgens früh los und da waren auf der Strecke vereinzelt feuchte Stellen.
Und dann nachher der Rest vom Tag war ein sehr schöner Tag, ein trockener Tag mit, ich sag mal, mittleren Temperaturen um die 15 bis 20 Grad rum. Okay, also gar nicht mal so hochsommerlich, wie man vielleicht erwarten würde, weil du gerade sagst, ne, es macht einen Unterschied, ob ein Reifen jetzt auf dem Motorrad steht und es hat 30 Grad und die Sonne knackt vom Himmel Genau. und ist schon quasi sonnengewärmt, ne? Oder ob eben die Außentemperaturen sind, wie man es eben über das gesamte Jahr in Deutschland halt erwarten kann, dass du halt morgens, wenn du bei dir aus der Tür läufst, zur Arbeit fahren willst und es hat dann einfach nur 10 oder 15 Grad. Genau. Das war es war kein Hochsommertag, es war so dieser klassische 15, 20 Grad bedeckt, bewölkt, trocken, aber doch irgendwie cool Tag. Also typisches Eifelwetter. Und ja, genau. Und wie gesagt, morgens mit feuchten Stellen noch. Und das war nicht darauf zurückzuführen, dass der Reifen sonnengebrutzelt war, sondern es ging tatsächlich los, frisch und Attacke und Wahnsinn. Also ich konnte es mir auch nicht erklären. Ja. Ich konnte es mir nicht, wirklich, konnte mir es physikalisch nicht erklären, weil ich es halt anders kenne, die letzten Jahre immer. Ja. Reifenwärmer, 80, 90 Grad, eine Stunde oder 90 Minuten und dann, wenn es windig ist, noch so Stulpen über die Reifenwärmer drüber, dass die Felge schön durchgeheizt wird, ja. Und dann schaust du und dann kannst du ja manchmal an den Reifen gar nicht dran fassen, wenn die Reifenwärmer 90 Minuten drauf waren, weil er so heiß ist. Und dann fährst du raus und hast natürlich gleich Grip, guten Grip. Merkst aber auch gerade bei einem Langstreckenrennen, wenn du irgendwie in der Startaufstellung länger stehst oder wenn sich irgendwas verzögert, oh, das kann tricky sein, da stürzt mal einer oder du merkst selbst, oh, man Rutscher drin, weil er ein paar Minuten etwas abgekühlt ist und das war dann halt einfach losfahren, ein kalter Reifen und dann auch noch ein Straßenreifen. Ja. Aber das war gleich Grip, wo ich mir dachte, was ist hier? Im ersten Moment dachte ich wirklich, wo die da vorne so weggepfeffert sind, was stimmt mit euch nicht? Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie hinterher und dachte mir, krass, das geht ja. Also das war ein positiver Aha-Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Jetzt hast du aber tatsächlich das Stichwort mit dem Straßenreifen gerade nochmal gegeben. Es ist ja ein Supersportreifen, der ist ja nicht auf Rennstrecke ausgelegt. Was würdest du denn aufgrund deiner Erfahrung sagen, ab wann macht es denn Sinn tatsächlich, wenn ich die ersten Rennstreckenkilometer und die erste Rennstreckenerfahrung sammle, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf einen Semislick oder wechsle auf einen Slick und hole mir das passende Equipment dazu? Ja, ich habe das so kennengelernt, dass man sagt, Straßenreifen auf der Rennstrecke, so war das damals, wo ich angefangen habe, sind tricky, weil die schnell überhitzen und dann schnell in ein Temperaturfenster kommen, wo sie unberechenbar werden. Andersrum aber genau dasselbe, wenn du gerade anfängst, Rennstrecke zu fahren und beginnst gleich mit einem Slick, ist genauso tricky und genauso unpassend, weil die in einem kleinen Arbeitsfenster, in einem kleinen Temperaturfenster arbeiten, wo du halt erstmal mit Reifenwärmern hin musst und dann auch auf der Strecke, sag ich mal, so viel Gas geben musst, permanent, dass die in diesem Temperaturfenster bleiben. Deswegen wurden mir von Anfang an immer, sag ich mal, geschnittene Rennreifen empfohlen, beziehungsweise so Semislicks oder wie sagt man so schön, rennsporttaugliche Straßenreifen. So wie der Metzler K3 zum Beispiel. Ja, genau. Racing K3. Ganz genau. Quasi was so eine Brücke bildet zwischen Straßenreifen und Rennreifen. So haben wir das damals begonnen, dass wir sagen, okay, Straßenreifen, wurde uns immer gesagt, gehört auf die Straße, Slick, machen die Rennfahrer, wenn du jetzt gerade anfängst mit Rennstrecke fahren, so für die ersten Trainings oder für zwischendurch, für Hobby-Racing, immer straßenzugelassene Rennreifen, profilierte Rennreifen und da wirklich dann mit dem Luftdruck auch angepasst, an die Strecke vor Ort einen Techniker gefragt, dass du in der breiten Range bist, wo du dich aufhalten kannst. Okay, dann haben wir jetzt ja quasi auch so dieses Übergangs- und Einstiegsthema noch ein bisschen angesprochen. Ja. Von Metzler gibt es auch noch den Racetech TD, ich weiß nicht, kennst du den schon? Beziehungsweise früher gab es den Comcar, was so dieser Einsteiger Ach, den Track Day. Genau. Den, was tatsächlich dann nochmal so wie so eine Stufe über dem Racetech R
K3 ist, der jetzt quasi Straßenzulassung hat, was dann eben nochmal so die Brücke ein bisschen erweitert, verbreitert für denjenigen, der da quasi den Die Weiterentwicklung vom Comcar. Genau. Du bist aber den noch nicht gefahren? Den bin ich selbst noch nicht gefahren. Ich bin den selbst noch nicht gefahren. Ich bin den letzten Test für Metzler gefahren. Das war eingangs des Jahres in Valencia. Und wo waren wir vorher? Jerez, genau, 5 Tage Jerez und dann 3 Tage Valencia. Und da bin ich die verschiedensten Slick-Mischungen Test gefahren und habe dann auch einen großen Testbericht geschrieben für die Fahrer, für die breite Community, welche Reifen, welche Mischungen, welche Erkenntnisse. Das war eine ganz, ganz interessante Geschichte für mich, wirklich mal 8 Tage intensive Reifentests auf verschiedenen Mischungen, bei konstantem Wetter. Das war eine tolle Geschichte. Und ich habe von dem Track Day schon gehört und habe auch gehört, dass das so die Weiterentwicklung von dem Comcar sein soll und auch wirklich wie du schon sagst, die Brücke erweitern soll, wo wirklich jeder sagen kann, ziehe ich mit drauf, funktioniert überall, funktioniert gut, hält, reißt nicht schnell auf. Habe ich schon gehört, bin ich aber selbst noch nie gefahren. Okay, dann hoffentlich nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, nächste Saison. Die warmen Monate stehen uns ja noch bevor. Ich hoffe, dass die Veranstaltungen so stattfinden können, wie sie jetzt geplant sind. Ja, das hoffe ich auch. Genau, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der Reifenrange angelangt und auch am Ende unserer kleinen Metzler Table Talk Runde. Schön. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst. Sehr gerne, ich danke euch. Hast teilnehmen lassen an der ganzen Geschichte und so ein bisschen deinen Werdegang geschildert hast. Ich denke, für viele, die jetzt hier zugeschaut haben, auf jeden Fall sehr inspirierend, eine große Vorbildfunktion. Dankeschön. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und kann nur sagen, falls ihr Fragen zum Thema Rennstreckeneinstieg, Fahrtrainings etc., Ernährungspläne habt, könnt ihr euch auf jeden Fall an den 50 wenden. Sehr gerne. 5073, so bist du auf Instagram zu finden? Ganz genau, ja. Genau. Wir sind auf Instagram, wir haben die verschiedenen sozialen Medien, ob es Facebook ist, Instagram, YouTube, auch die klassische Homepage 50-racing.de und alles rund um die Academy mit verschiedenen Pitbike-Trainings, Rennstreckentrainings, intensiven Coaching-Programmen. Also ich glaube, wenn man da einfach mal F73 Academy 50 irgendwas eingibt, die Leute, die mich suchen, die finden mich ganz sicher. Ich habe im Impressum auch meine Telefonnummer, es kann mich jeder auch persönlich erreichen, das ist kein Problem, habe ich auch gern so. Wunderbar. Also ihr habt es gehört, einfach im Notfall Google bemühen, da findet ihr auf jeden Fall alle Informationen zum Christoph. Und wenn ihr weitere Informationen zu den Reifen möchtet, wir haben jetzt ja die gesamte Range mehr oder minder angesprochen, die im supersportlichen bis Rennstreckenbereich sich bewegt, also über den M9RR, über den Racetech DD und über die Racetech Slicks, die 50 jetzt ja auch beziehungsweise letztes Jahr ist es ja gewesen, getestet hat. Wenn ihr da weitere Informationen wollt, schaut einfach auf metzler.com vorbei, da findet ihr natürlich zu jedem Produkt eine Produktseite, in der die entsprechenden Informationen hinterlegt sind. Falls ihr Fragen habt zu den Luftdrücken, das ist ja vor allem für Rennstreckenfahrer sehr, sehr wichtig, könnt ihr auch gerne unseren Support anrufen bzw. eine E-Mail schicken. Die netten Kollegen helfen euch auch. Und ja, damit sind wir am Ende unserer weiteren Metzler Table Talk Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen. 50, nochmal vielen Dank an dich. Und sehr gerne. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metzler Table Talk. Macht's gut. Ciao. Ciao.